This video is sponsored by Lingoda. Now it's even easier to get started learning German with Lingoda. You can start a free 7-day trial, which will allow you to take 3 lessons with Lingoda without paying anything. When you finish with your trial, you can simply continue on into one of their regular plans, which include 10, 20, or even 30 group lessons per month. Then you can take live online lessons with native speakers whenever it fits your schedule and budget. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. Hallo Deutschlerner! In meinem letzten Video habe ich gesagt, ich habe eine freie Stelle bei Aldi gefunden, aber ich muss einen Lebenslauf auf Deutsch schreiben. Ich werde in diesem Video mit euch recherchieren und meinen eigenen Lebenslauf schreiben. Der erste Schritt, wenn ich etwas recherchiere, ist natürlich Google. Ich habe nach Lebenslauf gesucht und viele Bilder auf niedriger Auflösung gefunden. Danach habe ich nach besseren Bildern gesucht. Dieser Lebenslauf ist das erste Ergebnis. In diesem Lebenslauf sehen wir den Werdegang von Frau Musterfrau. Im Deutschen benutzt man den Namen Herr oder Frau Mustermann für eine fiktive Person, wie man es im Englischen mit Mr. und Mrs. Doe macht. Die Kontaktdaten sind die ersten Informationen, wie sie heißt, wo sie wohnt und ihre Telefonnummer. Sie listet danach ihre persönlichen Angaben. Noch einmal ihren Namen, Geburtsdatum und Ort, Familienstand bzw. ledig, verheiratet oder geschieden und Staatsangehörigkeit. Unter Schule schreibt sie die Daten, währenddessen sie an einem Gymnasium studiert hat. Sie hat auch in Australien studiert. Das schreibt sie natürlich auch hierhin. Sie hat an keiner Universität studiert. Sie hat viele berufliche Erfahrungen. Sie hat ein Praktikum bei 2 Banken gemacht. Sie hat im Büro einer Textilfirma gearbeitet. Ihre aktuelle Arbeitsstelle ist Zeitungsbotin für die Munsterstädter Allgemeine. Was ich unter Schule und beruflicher Erfahrungen interessant finde, ist, dass sie rückwärts im Vergleich zu englischen Lebensläufen gelistet werden. In einem englischen Lebenslauf sollte man die aktuellsten Erfahrungen zuerst listen und am Ende die ältesten. Auf einem deutschen Lebenslauf ist es umgekehrt. Diese Frau beschreibt auch ihre besonderen Kenntnisse. Sie ist nicht wirklich gut mit Computern, aber sie kann Word, Excel und PowerPoint benutzen. Sie ist deutsche Muttersprachlerin und kann auch sehr gut Englisch. Sie spricht nur ein bisschen Französisch. Unter Sonstiges schreibt sie ihre Hobbys. Sie spielt Volleyball, liest und macht Fotos gerne. Wenn ich diesen Lebenslauf als Beispiel nehme, habe ich ein paar Probleme. Erstens möchte ich meine Hobbys nicht auf meinem Lebenslauf listen. Ich weiß nicht, wie das relevant sein könnte. Meine besonderen Kenntnisse sind nicht wirklich wichtig, denn ich bewerbe mich für eine Stelle bei Aldi. Meine Fähigkeiten mit Videoeditoren sind hier nicht so wichtig. Als ich nach Lebenslauf gesucht habe, habe ich eine interessante Webseite gefunden. Sie heißt lebenslauf.com. Darauf kann man eine Lebenslaufmustervorlage benutzen, um einen Lebenslauf zu schreiben. Ich mache das jetzt mit euch. Erstens, bevor ich einen naiven Kommentar bekomme, muss ich über die 3 Buchstaben F, U und K sprechen. Als ich das zuerst als Englisch-Muttersprachler gelesen habe, musste ich lachen. Dann habe ich herausgefunden, das sind die Formatierungsknöpfe mit deutscher Übersetzung. Fett ist bold, Unterstrich heißt underline und Kursivschrift bedeutet italic. Es sieht nur ein bisschen komisch aus, diese Buchstaben nebeneinander zu sehen. Deshalb sieht man öfter die englischen Versionen, auch wenn man auf einem deutschen Computer und mit einer deutschen Tastatur tippt. Zuerst gebe ich meine Informationen in die Muster, wo die Beispielinformationen schon sind. Ich heiße Rainer Steiner. Meine deutsche Anschrift ist Seewarnstraße 243 10319 Berlin, Deutschland. Meine Telefonnummer ist 090 558 675 309. Herr Antrim und ich teilen eine E-Mail-Adresse info@germanwithantrim.com. Ich wurde am 15.11.2000 in Effingham, Illinois, USA geboren. Meine Ausbildung. Von 2013 bis 2018 war ich an der Edwardsville High School, wo ich meinen Schulabschluss gemacht habe.
Ich werde in ein paar Monaten ein Studium an Humboldt-Universität beginnen, aber da ich noch nicht an der Humboldt studiere, schreibe ich nichts mehr unter Ausbildung. Meine Kenntnisse und Fähigkeiten. Ich kann ganz gut Englisch, da ich Muttersprachler bin, und ich kann offensichtlich ein bisschen Deutsch. Ich schätze, ich bin auf B1-Niveau. Mit einem Computer bin ich auch nicht so schlecht. Ich kann gut tippen. Ich verstehe, wie man Microsoft Apps verwendet und ich kann coole Sachen mit Photoshop und Final Cut Pro X machen. Das ist Aldi wahrscheinlich egal, aber ich kann diesen Lebenslauf auch später in meinem Leben benutzen. In einem Lebenslauf ist natürlich der berufliche Werdegang wichtig. Das ist, wo und wann ich gearbeitet habe und was ich dort gemacht habe. Ich bin jung und habe nur einen Job gehabt. Ich habe seit Mai 2014 bei einem Lebensmittelgeschäft namens Kroger gearbeitet. Ich war Kassierer und Regalauffüller. Als ich nach Deutschland kommen wollte, habe ich gekündigt. Jetzt habe ich einen Lebenslauf, den ich an Aldi schicken kann. Nächste Woche werde ich mich um die Aldi-Stelle bewerben. Wenn ihr Online-Unterrichtsstunden sucht, könnt ihr 3 kostenlose Unterrichtsstunden von Lingoda bekommen, wenn ihr euch für ihre kostenlose Probezeit anmeldet. Wenn die Probezeit zu Ende ist, macht ihr einfach einen ihrer Programme, die 10, 20 oder 30 Gruppenunterrichtsstunden pro Monat enthalten, weiter. Dann könnt ihr live Online-Unterrichtsstunden mit Muttersprachlern je nach eurer Freizeit und eurem Budget nehmen. Klickt den Link in der Beschreibung und fangt heute an, mit Lingoda Deutsch zu lernen.